Hallo und willkommen zurück zu Game of Thrones. Ich bin Laura und wir als Lord Ethan müssen uns jetzt entscheiden zwischen Duncan und Sir Royland als Vertreter für uns. Letzte Folge haben wir schon ein bisschen was über die beiden gehört. Und naja, werden wir uns jetzt entscheiden müssen. Und ich finde, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich hoffe, diese Folge ist das auch ein bisschen besser mit der Framerate. Ich habe gerade noch mal ein bisschen was an Deeks Story geändert und eingestellt. Das ist echt eine schwere Entscheidung, wen ich aussuchen soll als Sentinel. Aber jetzt erstmal reden wir noch mal mit unserem kleinen Bruder. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, oh, you know, don't you? You honor Roderick with this. He was a strong one. He was. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Ja, aber das war gerecht. Ich muss halt schwere Entscheidungen treffen. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Rules mean nothing if we don't enforce them. It doesn't matter if he's good or bad. You can't steal. That's a rule. Well, I say he was bad. Bad men killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Jetzt kommt, glaube ich, echt die Stunde der Entscheidung. Jetzt muss ich echt... Also der Duncan, so wie unsere liebe Schwester ja schon gesagt hat, ist halt... Also die Leute scheinen wohl seinem Urteil zu vertrauen. Der scheint auch sehr schlau eigentlich zu sein und fair. Und der andere, Sir Royland, ist aber halt ein Krieger. Und wir sind halt jetzt gerade also es herrscht gerade Krieg. Wir brauchen eigentlich jemanden, der weiß, wie man sowas handelt. Aber wir können ja nochmal mit dem reden, das haben wir ja noch nicht. Aber der ist unvorhersehbar, wie unsere Schwester so nett gesagt hat. Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. Ich will dich noch nicht ernennen. And everyone here knows me. They know I can hold the reins or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority and made you look weak to the White Hills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. I haven't made my decision yet, but I appreciate your opinion. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Das ist schon echt schwer zu entscheiden. Die beiden haben halt so ihre Pros und Cons, muss man echt einfach sagen. Der ist halt aber echt schon krass. Eigentlich schon fast pro Krieg, würde ich sagen, kommt mir zumindest so vor. Aber der ist halt teilweise echt zu weich und wie ich schon gesagt habe, also es war ja richtig, Garrett zur Mauer zu schicken, aber ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist halt, wie gesagt, ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, hat er halt echt schon so meine Position untermauert. Das ist... Das ist schwer, aber ich glaube, ganz ehrlich... Ich glaube,
Wir nehmen lieber Sir Royland, oder? Weil, wenn er zu hart durchgreift, können wir ihn ja noch zügeln. Aber der andere, der Duncan, ist halt... wir können ihn halt schlecht in seiner Sanftheit zügeln. Außerdem, wie gesagt, wir haben Kriegszeiten. Wir brauchen einen Kämpfer, auch wenn der teilweise echt krass durchgreift. Glaube ich schon, dass der so schwer zu entscheiden. Naja, ist außerdem schlecht, wenn ich den anpisse. Der bildet unsere Truppen aus und was weiß ich nicht. Ja, wir wählen Sir Royland. Thank you, my lord, but are you sure? Ja, ich bin mir sicher. Of course. I'm convinced you're the man for the job. Then I accept. But you must summon the small council, madam, to make it official. Ja, Right. das machen wir I'll jetzt. tell Maester or Tengrin to do it at once. Mann, echt harte Entscheidungen immer in Telltale Games Spielen, muss man ja echt sagen. Wobei ich sagen muss, das ist schon sehr anders vom Gefühl her. Also ich habe jetzt Life is Strange gerade durchgespielt, privat. Und ich muss sagen, das ist echt schon anders vom Gefühl. Life is Strange ist noch mehr selber erkunden als das, weil das jetzt mal echt seit langem Maester? die erste Situation, wo ich selber rumlaufen kann. Aber nicht schlecht. Are you prepared to name your sentinel? Das ist trotzdem sehr gut, das Spiel, finde ich. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Tut mir leid, Duncan, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich glaube auch, dass der mir echt verzeihen könnte. Der andere Typ, glaube ich, könnte das nicht. Der wird abhauen, habe ich so das Gefühl. Aber egal, ist ja jetzt auch... Was wenn, ist nicht mehr wichtig. Wir haben jetzt entschieden. Meine Katze spielt gerade mit einem Zuffgummi rum. Ne? Genau. Und jetzt wird's stressig, glaube ich. You may sit. Die kriegen sich wahrscheinlich echt... I Hör auf believe damit. Lord Ethan In die has Haare. reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Jetzt geben die mir nochmal die Chance. Ja, tut mir leid, aber ich muss... Sir Royland de Gore, Ja, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. tut mir leid für den Duncan. Forgive me for saying so, but it's true. Now, sentinel, what do you have to report of Gut, Ramsay Lucy. Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here ruhig. to negotiate. We must answer with the Ich sword. lass sie gleich mal raus. Bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. Ja, I knew ich hätte this doch would den... happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it Der not? Duncan hat Let auch Duncan recht. speak. I'd like to hear what he Wir has haben to nicht say. die Stärke, Duncan? um zu kämpfen I'm sorry, gegen den Lord Ramsay. Ethan. You have chosen your sentinel. You should hear from him first. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. Kommt halt nur mit We mehr must Leuten wieder. take a measured approach, my lord. Da stimme ich dem please. Duncan zu. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf,
but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. We all must agree on the plan. We cannot leave until we have a consensus. Ugh. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Ey, Lucy, hör auf damit. Tut mir leid, ich muss mal kurz meine Katze da wegholen. Die knabbert gerade an ein paar Kabeln rum. Da bin ich auch schon wieder. Tut mir leid, das war jetzt gerade echt... Die kann man echt nicht alleine lassen hier in meinem Zimmer. Okay, auf jeden Fall denke ich, ja, wir sollten Diplomatie definitiv... Also, weiß ich nicht genau. Also, hier das Ironwood sagt da zwar, dass das echt eigentlich unsere einzige Währung für Handel ist, aber wenn wir die nicht, um unser Leben zu schützen, benutzen, wofür denn dann? Aber andererseits ist das irgendwie, ist unsere Zukunft futsch und das ist außerdem, hat das jetzt hier der Meister vorgeschlagen. Also ich denke, wir sollten Diplomatie benutzen. Weil wenn wir kämpfen, kommen die einfach mit mehr Männern wieder, dann haben wir keine I shall Chance. use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Invite him into this hall, and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Nein, okay, ich hätte echt den Let him Duncan wait. wählen Let sollen. him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Ist nicht gut, Ramsay warten zu lassen. Ich glaube, das findet er nicht so super. Und hinterher irgendwie, wie heißt, heute er meine Mutter? Könnte ich mir vorstellen, dass der solche Vorstellungen hat. Naja, also ich lade den ein. Verdammt, ich hätte doch den Sir Duncan als meinen Sentinel, I glaube will ich, meet wählen him in the sollen. Great Hall. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? You will lead us into ruin. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Apologies, my son. Dankeschön. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow in the Great Hall, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. My lord, you have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Forgive me. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. Tut mir echt leid, What wenn about man your den Stuhl brother, jetzt im Video Asher? hört. Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter, but what's more, he has the will to fight, a hunger for it. He always protected you and your sister, and we need all the help we can get. Why would you bring him back after you exiled him?
He exiled himself. He has no desire to rule. Asher is volatile, but that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Schlau. Einfach Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts. Ja, und das ist das Problem. Ganz ehrlich. You have many fine qualities, but you do not have that anger inside you. It's something we could use. Asher is dangerous and unpredictable. His presence could help or hurt. Having another sword at your side always helps, especially now. Nein, also da sage ich echt, ne. Tut mir leid, Mutter, aber das geht gar nicht. I'm trying to do what's best for this family, what this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Nein. Einfach nein. I'm sorry, Mother, but I can't have Malcolm bring Asher back. He will not go to Essos. That is the final word. Do you hear me? I hear you, but this is a mistake. Nein, es I ist wish you nicht. trusted me with this. Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. Ich glaube aber, das kommt zu, also die Hilfe von Marguerite kommt ein bisschen zu spät. Nein, ich werde jetzt Marguerite nicht... Ich werde die jetzt nicht beklauen. Gott. Ich beklaue doch jetzt nicht Marguerite. Oder will die jetzt echt einen Brief im Namen von Marguerite faken? Nee, das finde ich aber echt nicht gut. Nee, das ist ganz und gar nicht gut. Oh Mann. Das bringt uns doch nichts. Da muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich da den Schlüssel oder das Siegel nehme. Ja, was bringt mir denn der Schlüssel? Aber wenn ich jetzt mal so... Marjorie? Ah, gut. Oh. Muss ich also doch nicht. Lady Marjorie is still with the king. I thought you might want to know. Ich wollte schon sagen, ich klaue doch jetzt nicht hier von Marjorie, obwohl die mir Thank gerade you. helfen will. I thought we were friends, Mira. When you dismissed me the other day, I won't say it didn't hurt my feelings. We've known each other for years. It's a private matter. You shouldn't take it personally. Well, I did. I thought there was trust between us. Ach, nur weil ich dir das nicht Friends erzählt don't habe, hold blöde secrets from Kuh. one another. Doch, Now natürlich. Lady Manchmal hat Marjorie man halt thinks Sachen. you don't Ach, trust me, and she values your opinion very much. Sarah, sieht nach schlechten Nachrichten aus. Aber ganz ehrlich, nur weil ich dir jetzt nicht alles erzählen will. My lady, I'll leave you to talk. Blöde Kuh. are you all right, my lady? The king was not inclined to offer help for your family. I'll need this mended. Gods. He said I was too easily swayed. And he reminded me that I am not yet his wife. I allayed his fear. For now. But it will be a long time before I can ask him for anything again. Nothing I said could cheer him. He wouldn't even speak to me when I left him. I'm so sorry, my lady. I should never have asked you for the king's help. Understand, it was my mother's plan, not mine. I just hope you can find some way to forgive me.
This is simply not how things are done, Mira. Not in King's Landing. I'm sorry, my lady. Tut mir echt leid jetzt für Margaery. Soon I will be queen, and maybe then I'll be in a better position to help you. But for now, we must both be cautious. I must send a raven. I have to warn my family. If you'll excuse me, my lady. Ja, allerdings, wir sollten die warnen, dass die Ramsay nicht verärgern sollen, damit die halt noch ein paar Wochen aushalten, bis die Hochzeit vorbei ist. Begging your pardon, milady. I hope I didn't frighten you. How long have you been waiting there? Not long. I was just passing by when I saw you emerge from Lady Marjorie's room. Glaube ich nicht. I hope you saw. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. Ich glaube, der spioniert uns just aus. Want you to know, I can help you if you'd like. And your family, if you're willing to trust me. I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. How can you help me? My problems can't be solved by what you might overhear. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Hopefully I've proven I can be useful to you. Nein. I'm sorry. I really must go. Dem kann man doch nicht vertrauen. Der gehört bestimmt zu Kleinfinger. Oder zu Wahres. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wer kommt da jetzt? Be willing to help you. Ist das Merintrand oder ist irgendwer? Ah, Mann. Sieht echt nicht gerade so gut aus. Bloody hell is Duncan. He should be here. Verdammt. Ah, fuck him if he's angry. We'll do without him. And without King's Landing. I know you'd hoped Mira could help us, but I'm confident we've enough strength of our own. Your men are ready to act if needed. Sir Royland, I trust you'll keep a level head. Of course, my lord. But the bastard of Bolton can't be trusted to do the same. Ja, aber trotzdem müssen wir ruhig bleiben. Am besten. Isn't this a lovely pile of timber? Not the place I'd want to be if there was a fire. Ironwood Oh is Gott, der will near uns impervious to flame. Na gut. Is it? May I introduce Lord Ramsay of House Bolton, son of Roose Bolton. Although a bastard, Lord Ramsay has the full authority of the Thank you. Warden No, of the... that's enough. Das war so klar. Irgendwie hat er ein bisschen... Die Augen sind ziemlich nah beieinander. Is he lost? May I offer you bread and salt, Lord Ramsay? I loathe bread and salt. Aren't you the little lord? Lord Whitehall told me you were young, but this... Look at you. A token for the new Warden of the North. Let me guess. Forrester Iron. Carved by our most skilled craftsmen. Ironwood. Doesn't look like much. No one can match our skill. Is that so? Shit. Not bad. Oh, gut. Lord Whitehill, can your lot do this? Given enough time, we could learn... Given enough time, you could do a great many things. But not this, apparently. Okay, das war schon mal gut. Das war gut. Look at that. More foresters. Lord Ramsay? Come out where I can see you. Force him to focus on the business at hand. Leave them be, Lord Ramsay. Oh shit. Worried about your Ich wollte dem anderen Typen sagen, dass er... I'm the Lord. I'll have you speak only with me. Verdammt, das war ein Fehler. Das war ein... Let's see you bend the knee to my father, Lord Bolton, Warden. Das war ein Fehler, glaube ich. Das fand er nicht so geil. Words are wind.
anyone can say they're loyal. Keine Frage. Keine Frage. That wasn't so hard now, was it? Natürlich werden wir unsere Loyalität denen zugestehen. Starks sind The untergegangen Crown, schon. however, wants what you've got. Whatever you've been supplying the Starks for centuries. Ships, shields, chamber pots. I expect you'll do the same for us. My father has promised as much to the king. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. You needn't worry. Your father will have what he needs. That's a good little lord. You can't trust a Forrester. They murdered our men. It was a Forrester squire who did it. One Whitehill soldier dead. One Bolton. Yet your man lived. He was within his right. They killed his family. His right? He killed a loyal soldier in my father's army. Und dafür haben wir den zur Then Mauer you geschickt. welcomed me into your hall like a proper lord, hoping I wouldn't linger outside long enough to notice your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your ironwood from this day forward. What? Shit. The Ironwood. But... The Whitehills are nothing more than up-jump thieves! You can't do that. Why not? Shit. You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them, you cut them down. It can't be that difficult. We have loyal craftsmen who make the finest weapons. Und die The wird dann die Whitehills have White. no such craftsmen. Do you want ironwood for the next 5 years, or the next 50 generations? The little lord does have a point. Gut. We'll try this. Lord Whitehill will take half of your ironwood, and we'll see who fares better. But my lord... Half of something is better than the nothing you had before. Immerhin etwas. To ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of 20 men within your walls. Das ist ein At bisschen Ironrath. That we viel. cannot abide. Alter, nein. They'll help maintain the king's peace. And make sure there's no more trouble. This will cause more trouble, not less. Not for me. Scheiße. Scheiße. Ja, das ist nicht gut. You have a man you trust? My son, Griff. Griff will lead the garrison. The seven hells he will. Lads, do make this visit worthwhile. Please, Sir Royland, don't. Nee, wir haben echt keine Chance Look dagegen at this little Forrester. vorzugehen. You're not frightened, are you? Lord Ramsay, please. And you? Are you Lord Ethan's older sister? I'm his twin, my lord. Oh, die sind Zwillinge. Twins. Well, like the Queen and her brother. Well, hopefully not just like the Queen and her brother. Ja, hoffentlich nicht. I never had a sister. Always wanted one. We have more to discuss, Lord Snow. I have an idea. You'll come with Nein. me. You can be my highborn ward. Oh Gott, Ramsay, nein. that's enough. Nee, das können wir eigentlich nicht zu. Do you like hunting? Let her go. Oh Gott, She's quite nein. pretty, your sister. We'd get along well. Alter, nee, der würde die umbringen. Haben wir ja gesehen, was er mit Sansa in Staffel 5 gemacht hat. Aren't you the bold lord? What have you done? But I don't want a bold lord. Far too much trouble. Was? Was? My lord! Even though you did bend the knee. I think we've come to an understanding. I certainly feel better about all this.
However, Holy shit. the Foresters need to keep their end of the bargain. Stop! Ryan! Take the boy as your ward. No! Kill him if they give you any trouble. Ryan! Aber wer führt jetzt das Haus? Lovely Und meeting was? all of you. We'll have to do it again sometime. Hätte ich das verhindern können? Fetch the mace so quickly! You brought this on yourself. Mama! Stop! Don't let him take me! You will not take him! No, please! Ryan, please! No! Ryan! Do something! Ethan? My son. Krass. Okay. Oh Gott. Krass. Damit ist die erste Episode, glaube ich, beendet. Gibt's jetzt mal eine Ethan Special- sacrificed himself for us all. He saved Talia's life. He'll be remembered as Ethan the Brave. This house needs a leader. Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this house. My sister asked you to swear loyalty to her son, and you flat out refused. We can't let them hurt Ryan too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above all other loyalties. Oh, John! Wir Those who treffen will John! not stop until Ethan is avenged. Oh, cool! Kommen wir Until zu Ryan is home again. Daenerys? Our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Oh, krass. Muss die einfach einen Mord begehen? Scheint so. Holy shit. Ach Gott, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass das passiert. Also, dass jetzt einfach der Ethan stirbt. Also, das, muss ich sagen, hat mich jetzt gerade echt überrascht. Ein bisschen sprachlos gelassen. Okay, auf jeden Fall jetzt mal die Statistik. 43, echt? Nur 43%? Gut, ist fast die Hälfte, aber echt mehr als die Hälfte haben den gerettet. Oh krass, nur 32% haben Margery die Treue geschworen. 37, ja gut, 38% haben den zur Mauer geschickt. Ich würde mich mal, also ich frage mich gerade mal, wie viele haben dem die Finger abgehackt, wie viele haben Gnade gezeigt. Und 35,6% haben, oh ja, da habe ich mir gedacht, dass die Mehrheit den anderen wählt. Und 57% haben den in der großen Halle getroffen. Ja, es war am sinnvollsten. Gucken, was kommt jetzt. Es ist jetzt schon komplett vorbei. Ah, jetzt kommt noch der Abspann. Ich würde sagen, also die anderen Episoden sind ja schon längst fast alle raus. In der ersten Folge haben wir gesehen, nur noch die letzte ist noch nicht draußen. Darum werde ich mich jetzt gleich nach dem Abspann sofort an die nächste Episode setzen. Ich frage mich, wenn man dann spielt. Wieder, also die Mira wahrscheinlich wieder in King's Landing und ja, den Ethan ja offensichtlich nicht mehr. Ich frage mich, ob wir dann seine Zwillingsschwester spielen. Ja, also ich muss sagen, es ist gut. Vor allen Dingen freut mich sehr, dass die Schauspieler von den Charakteren, also die das Voice Acting gemacht haben, hier stehen ja auch gerade die Namen. Das finde ich echt sehr gut. Das freut mich sehr, weil ich finde, das stört immer, wenn man dann andere Stimmen auf einmal hat zu Charakteren, die man eigentlich sehr genau kennt und auch immer die Stimme mit denen verbindet. Also das finde ich gut, dass sie das so hingekriegt haben, dass sie die engagiert gekriegt haben. Und ist schon echt, also Telltale Games, die schaffen es eigentlich immer, eine gute Story zu schaffen, vor allen Dingen immer mit guten Cliffhangern. Zum Glück brauche ich den jetzt nicht gerade lange aushalten. Ich kann jetzt gleich sofort weiterspielen. Wobei ich sagen muss, waren bis jetzt noch sehr wenige Einlagen zum selber spielen, vor allen Dingen jetzt gegen Ende. Also ich habe ja, also fast nur waren es ja die, die Dialoge. Oh, da heißt eine Katze Nugget the Cat, okay. Das sind die ganzen Namen von den Tieren. Interessant, dass die auch aufgeführt sind. Auf jeden Fall,
ja, würde ich sagen, jetzt ist auch der Abspann durch. Sehen wir uns in der nächsten Folge von... Oh, das ist jetzt auch eine sehr lange Folge, sehe ich gerade. Schon seit 35 Minuten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns, wenn ich dann jetzt die zweite Folge anfange. Ich denke mal, der junge Mann da ist der Asher, der verbannt wurde. Aber das sehen wir alles in der nächsten Episode. Tschüss!